Hallo und willkommen zur 31. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Die heutige Folge ist etwas ganz Besonderes. Die Fangemeinde von Fräulein Maja empfiehlt ist in dieser Woche auf über 100 Abonnenten angewachsen. Vielen Dank, ihr seid großartig. Und darum gibt es bei uns etwas zu gewinnen. Dieses Fräulein Maja Fanpaket wird unter den ersten 10 richtigen Lösungen für das heutige Rätsel verlost. Die Teilnahme ist bis zum Samstag, 16.09. um 12 Uhr möglich. Sollten keine 10 richtigen Lösungen in dieser Zeit abgegeben werden, so wird unter den richtigen Lösungskommentaren, die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sind, ausgelost. Fräulein Maja wird am Samstag den oder die Gewinnerin ziehen und gibt sie oder ihn in der Folge am 17.09. bekannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also bleibt bis zum Schluss dran und rätselt mit. Es lohnt sich. Doch worum geht es in dieser Folge? Wir widmen uns auf vielfachen Wunsch erneut dem Thema Katzensprache und gehen hierbei etwas mehr ins Detail. Welche Laute geben Katzen von sich? Können sie sich unterhalten? Plaudern sie sogar miteinander oder mit uns Menschen? Oder lästern sie womöglich? Ja, Katzen lästern. Anders lässt es sich nicht erklären, dass die Unterhaltung zwischen 2 vertrauten Katzen unterbricht, sobald eine dritte Partei ins Spiel kommt. Aber dazu später mehr. Katzen können über 100 verschiedene Laute von sich geben, die sie immer anders kombinieren können. Hunde gerade einmal 10. Manche Lautgebungsforscher teilen diese in 20 voneinander abgegrenzte und wiederholbare Lautgruppen ein, die dann wiederum in 3 Kreise eingeordnet werden. Diese 3 Kreise sind Erregungslaute, Ruflaute und Behaglichkeitslaute. Katzen nutzen die Laute meist in Kombination mit der Körpersprache und eigentlich fast immer als Aufforderung an den Menschen, etwas Bestimmtes zu tun. Kleine Kätzchen halten über Laute wie das Miauen Kontakt zu ihrer Mutter. Im Erwachsenenalter miauen sie aber fast nur noch gegenüber Menschen. Die Katzenmutter kommuniziert mit ihren Jungen mittels bestimmter Lock-, Beruhigungs-, Achtungs- und Warnlaute. Damit leitet sie die Kitten an, macht auf Gefahren aufmerksam und erzieht so ihren Nachwuchs. Das Miauen ist der wohl typischste Laut, den wir Menschen mit Katzen in Verbindung bringen. Er ist Begrüßung und Willensbekundung in einem. Das Miauen kommt vorwiegend zum Einsatz, wenn die geliebte Samtpfote etwas von ihren Dosen öffnen möchte. Die Tür öffnen, das Futter servieren, spielen, gestreichelt werden. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Die Miau-Verschwörung in Teil 16 erläutert dies noch weiter. Schaut doch mal rein. Das Schnurren ist der zweite typische Katzenlaut, den wir Zweibeiner kennen und unmissverständlich den sanften Vierbeinern zuordnen können. Bei Hauskatzen ist dieses bei rund 25 Hertz angesiedelt und stellt damit einen ziemlich tiefen Ton dar. Doch Katzen schnurren nicht nur, wenn sie entspannt sind, sondern auch in verschiedenen anderen Situationen. Hier herrscht in der wissenschaftlichen Welt noch kein 100%iger Konsens zu allen Bedeutungen. Fakt ist aber, dass auch verletzte Katzen schnurren. Man geht davon aus, dass sich unsere Feliden damit selbst beruhigen wollen. Außerdem hat die Frequenz des tiefen, kehligen Schnurrens eine positive heilende Eigenschaft bei Knochenbrüchen und anderen Verletzungen. Das Gurren kennen wir ebenfalls von unseren Pelzträgern. Allerdings ist dies nicht allen Menschen so geläufig. Die meisten Katzenhalter haben es aber schon einmal gehört. Wenn der Stubentiger uns stürmisch begrüßt, nachdem wir durch die Tür getreten sind, ertönt oft dieser Laut, der entfernt an das Gurren von Tauben erinnert. Die Fellnase drückt damit ihre Freude über einen bestimmten Umstand aus, beispielsweise das Heimkommen der Zweibeiner. Aber auch wenn Katzi etwas Besonderes gefunden, gesehen oder zu Herrchen und Frauchen getragen hat, kann man dieses aufgeregte Gurren in Verbindung mit einem erwartungsvollen Blick hören. Sie hat ihr Lieblingsspielzeug zwischen den Fangzähnen und trägt es stolz unter lautem Gurren zum Herrchen. Auf ein ausführliches Lob und Aufmerksamkeit hoffend wird es dann auch publikumswirksam fallen gelassen und gespannt gewartet. Tut eurer Schnuffelschnute den Gefallen und lobt sie ausgiebig. Dieses Verhalten hat seinen Ursprung im sogenannten Beuteruf. Dieser signalisiert den Kitten als auch befreundeten Tieren, dass Beute gemacht wurde und ruft die Artgenossen herbei. Dieser Ruf steigert sich bei der Gefährlichkeit der Beute. Das Keckern oder Schnattern ist eine schnelle Abfolge kurzer Laute, die an das rhythmische Entweichen von Luft aus unter Druck stehenden Behältern erinnert. In etwa, als wenn wir die Luft in unseren Lungen durch die an den Gaumen gepresste Zunge am Entweichen hindern und kurz die Zunge vom Gaumen lösen. Zusammen mit einem hohen Ton kommt dann das typische Schnattern zustande. Dieser Laut ertönt, wenn Katzi etwas Interessantes, aber für sie Unerreichbares sieht.
Beispielsweise eine Reflexion an der Zimmerdecke oder an der Wand, wenn Vögel über den Balkon kreisen oder das Futter noch immer in Herrchens Hand ist und noch nicht im Napf. Auch hier sind sich die Forscher nicht zu 100% sicher, was genau dahinter steckt. Fiepen und Jammern kommt bei jungen Katzen zum Einsatz, beispielsweise wenn der Kontakt zur Mutterkatze abreißt oder die Fellpflege oder die Rauferei unter den Geschwistern zu grob wird. Dann wird nach Herzenslaune gejammert und teils auch gejault, was das Zeug hält. Knurren ist sowohl bei Kätzchen als auch erwachsenen Katzen ein Warnlaut. Dieser deutet auf die Abwehrbereitschaft der Samtpfote hin. Man kann es teilweise beim Futtern beobachten, wenn Katzen und auch Kätzchen diese knurrenden Laute von sich geben. Beim Futter hört die Freundschaft schließlich auf. Die Steigerung dessen ist das Fauchen und manchmal auch Spucken. Hier steht die Katze sozusagen kurz vor der Explosion. Es ist der letzte Warnlaut, bevor physische Gewalt angewendet wird, meist in Form einiger wohlplatzierter Pfotenhiebe. Ob mit oder ohne Krallen hängt davon ab, wie gut euch eure Samtpfote leiden kann und ob sie in dem Moment eine eher erzieherische Warnung an euch vollzieht oder ob sie es als bedrohliche Situation interpretiert. Beim Spucken, welches eine sehr kräftezehrende Warnung ist, soll der Feind verblüfft werden und der Katze eine Chance geben, sich eine bessere Position für einen Angriff zu sichern. Katzen haben einen sogenannten Hauptruf. Wohlbekannt ist dieser bei Löwen. Bis zu 5 Kilometer weit schallt der Revierverteidigungsruf des Löwenmännchens als Kraftdemonstration über die Savanne. Bei Hauskatzen, die noch kein eigenes Revier haben oder noch nicht sexuell aktiv sind, reift dieser Ruf in der frühen Pubertät. Dieses Roar mit gerolltem R wird wie beim Löwen mit leisen, maunzenden Nachlauten beendet und kann minutenlang andauern. Neben dem Hauptruf gibt es auch noch Kampfgesänge und Sexuallaute. Das als Liebesgesang missgedeutete Katerjaulen ist ein unüberhörbarer Droh- und Kampflaut, der zwischen Artgenossen beim Kampf um die holde Weiblichkeit benutzt wird. Der in der Tonhöhe stark variierende Katergesang kann als anschwellendes Heulen an die Folter eines kleinen Kindes erinnern und es nachts so manchen Menschen um den Schlaf bringen. Die Liebeslaute der Katzen sind ein wilder Mix aus den vorgenannten Rufen, wobei die Dame ihren Auserwählten mit Gurren lockt. Unter beiderseitigem Grollen findet dann die Annäherung statt. Freilaufende Katzen haben im Vergleich zu den Stubentigern eine geringere Motivation zu Lautäußerungen. Es wird vermutet, dass dies deshalb so ist, weil Freiläufer ansonsten Beutetiere zu leicht verschrecken würden. Aber lästern Katzen denn nun? Plaudernde Katzen sind in menschlicher Umgebung zu finden. Die Hauskatze hat eine unglaubliche Vielfalt an Gurr-, Maunz-, Schnatter- und Miaulauten. Als Ursache wird die Kombination aus Domestikation, Erlerntem und Verkindlichung in menschlicher Obhut gesehen. Erinnert ihr euch noch an die 3 Lautgruppenkreise? Die Laute in Menschennähe entstammen nahezu alle den Kreisen der freundlichen Annäherung, Spielaufforderung und Beruhigung. Katzi nutzt die starke Variation für eine sogenannte soziale Stimmfühlung. Sie möchte einfach wissen, wie ihre Dosenöffner so drauf sind und fragt freundlich an. Das ist doch mal was. Aber auch zwischen 2 befreundeten und sehr vertrauten Katzen kann eine Plauderei entstehen, die sofort verstummt, wenn eine dritte Partei hinzukommt. Kann es sein, dass ihr gerade über mich gesprochen habt? Katzen lästern also. Nichtsdestotrotz, Feliden plaudern mit Menschen mehr als mit Artgenossen und unterstreichen hiermit einmal mehr ihre grandiose Anpassungsfähigkeit. Mit ihnen nahestehenden Zweibeinern entwickeln Katzen einen Paardialekt, welcher durch Nachahmung bzw. durch Stimmungsübertragung zustande kommt. Menschen, die viel mit ihren Katzen sprechen, bekommen auch in der Regel viele Antworten. Für die Schnurrnase ist dies genauso schön wie für uns. Wir haben einen vierbeinigen Zuhörer und unsere Samtpfote hat die ungeteilte Aufmerksamkeit. Auch von der Katzenrasse ist diese Redseligkeit der Schnurrnase abhängig. Besonders erzählfreudig sind zum Beispiel Burma, Oriental, Siam und Balinesen. Die Orientalen haben ein besonders ausgeprägtes Lautrepertoire und antworten fast immer, sobald sie angesprochen werden. Siamkatzen klingen wie kleine Kinder. Die mitteleuropäischen Kurzhaarkatzen sind dagegen eher mundfaul, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Lautäußerungen werden aber meist durch Körpersprache ergänzt. Beispiel das Fauchen. Der Spaß ist vorbei. Diese Lautäußerung wird ergänzt durch das Sträuben des Nackenfells, gegebenenfalls das Wölben eines Buckels und das Anlegen der Ohren. Die Augen sind das wichtigste Körpersprache-Merkmal.
Katzen können im Gegensatz zu uns Menschen die Stellung der Pupillen komplett unabhängig vom Licht beeinflussen. So bedeuten verengte Augen die Vorankündigung eines aggressiven Verhaltens. Wobei geöffnete Augen mit großen Pupillen, sofern sich Katzi nicht erschrocken hat, eher auf großes Interesse und eine aufmerksame Gemütslage hindeuten. Und was ein Blinzeln bedeutet, haben wir euch bereits im Teil 18 ausführlich erklärt. Die Ohren zeigen ebenfalls die Stimmung eures geliebten Vierbeiners an. Nach hinten angelegte Ohren sind Ausdruck von Aggression oder Angst und deuten beispielsweise auf einen bevorstehenden Kampf hin. Die Katze macht dies aus mehreren Gründen. Zum einen sind die Ohren dadurch beim Kampf besser geschützt, da sie ein kleineres Ziel bieten. Zum anderen zeigt sie dadurch einer anderen Katze unmissverständlich ihre Absicht an und verhindert dadurch möglicherweise den Kampf. Bei voller Konzentration und bei der Jagd sind die Ohren hoch aufgestellt und zeigen nach vorn, um sich auf das Geschehen vor unserem lautlosen Jäger zu konzentrieren und kein Beutegeräusch zu verpassen. Weitere Zeichen in diesem Kontext sind in Teil 18 erklärt. Mit dem flauschigen Schwanz gibt Katzi ebenfalls Hinweise auf ihre Gemütslage. Zuckt der Schweif, ist die Schnuffelschnute unschlüssig. Ein peitschender Schwanz deutet auf Aggression bzw. Zorn hin und Feles catus möchte in Ruhe gelassen werden. Das ist auch der Grund dafür, dass Hunde und Katzen sich nicht verstehen. Hunde deuten das Schweifwedeln als freundliches Signal bzw. Aufforderung zum Spielen. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Aber für uns Menschen gänzlich unerkennbar ist die Chemokommunikation der Katze. Dies ist nur den Artgenossen vorbehalten. Durch Pheromone, die Katzi durch Köpfeln und andere direkte Kontakte aufträgt, kann sie sich anderen Feliden mitteilen und Gruppenzugehörigkeiten ausdrücken. Dies ist auch der Grund dafür, dass Miezi manchmal ausgiebig an Schuhen und Hosen von Frauchen und Herrchen schnüffelt und flemt, also mit leicht geöffnetem Maul die Duftstoffe konzentriert analysiert. Sie liest sozusagen in der Katzentageszeitung, ob es Neuigkeiten im Revier gibt, die eines Kontrollgangs bedürfen. Zum Thema Katzenrevierverhalten und Kontrollgänge sei den Freigängerhaltern noch folgendes Video ans Herz gelegt. Katzen allein unterwegs. Hier hat der Fernsehsender Arte in der heimlichen deutschen Katzenhauptstadt Weimar mehrere Hauskatzen mit Kamera und GPS-Transpondern auf Schritt und Tritt verfolgt. Sehr zur Überraschung ihrer Besitzer sind diese Samtpfoten weit aktiver als gedacht. Schaut doch mal rein, um eure Schnurrnasen noch besser verstehen zu können. Und damit neigt sich diese Folge dem Ende entgegen. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya die Nase. Doch was wird dieses Mal gesucht? Man schlägt es auf, doch es ist kein Buch. Man breitet es aus, doch es ist kein Tuch. Man wohnt darin für kurze Rast. Man bricht es ab, doch es ist kein Ast. Wenn ihr die Lösung herausbekommen habt, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt uns. An dieser Stelle geht unser Dank an unseren Fan Popcornen für die Frage nach einer weiteren Katzensprache-Folge. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt doch Maya einen Daumen hoch. Und wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos den Kanal und gebt Maya einen auf die Glocke. Denkt dran, fleißig mitzurätseln und die Lösung in die Kommentare zu schreiben. Das Fanpaket wartet auf euch. Bis zum nächsten Mal.